Manche glauben, dass wir in unserem Leben eine Bestimmung haben. Ein Schicksal, das unausweichlich ist. Andere sagen, es sei alles Zufall. Eine reine Willkür des Lebens. Doch ich glaube, es gibt weder Schicksal noch Zufall. Es ist jedem selbst überlassen, was für ein Leben er führt. Es wird geformt durch Menschen, die wir in unserem Leben begegnen, welche Entscheidungen wir treffen und welche Momente wir erlebt haben. Zu Beginn habe ich es nicht gemerkt oder merken wollen. Die Abenteuer, die ich mit ihm erlebte, die Augenblicke, alles schien so unvergleichlich und wunderbar. Doch hatte ich mich in jemanden verliebt, der nur Geschichten erfand. Geschichten, die unser Leben auf diese Art und Weise nicht für immer begleiten sollten. Erst hoffte ich, dass es nur kleine, unbedeutende Dinge sind, die mich zweifeln ließen. Dass sich meine Ängste widerlegen würden. Eine Stimme flüsterte mir zu und fragte mich etwas. Immer und immer wieder. Nur verstummte sie viel zu schnell, als dass ich verstehen konnte, was sie mir zu sagen versuchte. Mach das doch in deiner Freizeit. Aber eben hast du noch Ist mir gesagt. scheißegal, was ich ihnen gesagt habe. Nerven nicht mit deinem scheiß Gelaber. Jeden Morgen, nachdem ich aus meinen Träumen erwacht bin, begann ein weiterer Tag, den ich irgendwie bewältigen musste. Diese ganzen Qualen und dieser tiefe seelische Schmerz, den ich ertragen habe. Ich rannte andauernd weg. Doch kam ich jedes Mal zu ihm zurück. Hey, Amy, warte doch mal. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er mich wieder in seinem Bann festhielt. Manchmal fand ich Hoffnung und Auftrieb. Ich fühlte mich ein wenig besser, was nur leider nie von langer Dauer war. Kennst du die? Ja, das ist mein Freund. Nach und nach wurde mir bewusst, dass es nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die mir näher kamen, gefährlich werden wird. Hey, was mache ich hier? Ja. Was machst du mit der Witzfigur hier? Was soll ich das mal machen? Ja, verpiss dich! Du Bastard! Warte, ich regel das. Den Mann, den ich einst zu lieben glaubte, veränderte sich in eine grausame Gestalt, gezeichnet von Eifersucht und Hass, die all das zerstörte und Unheil darüber brachte, was mir noch ein kleines bisschen Halt und Zuversicht gab. Was fällt dir eigentlich ein, mit fremden Typen auszugehen? Das sind keine fremden Typen, das sind meine Freunde. Ach, jetzt stellst du mir nicht mehr deine Freunde vor? Wieso sollte ich das tun? Damit du sie wieder zusammenschlägst? Schau dich doch mal an! Ich soll mich anschauen? Du bist doch die Schlampe! Es fing wieder an, in meinem Kopf zu donnern wie ein schweres Gewitter, das über mich zog und begann alles zu verwüsten. Die schönen Momente, die noch irgendwo in meinen Erinnerungen vorhanden waren. Meine Kraft verließ mich, wurde schwächer und schwächer. Ich war lange auf der Suche. Jedoch fand ich keinen Ausweg, der mir das geben konnte, wonach ich mich so sehr sehnte. Amy! Was machst du da? Verdammt, was machst du da? Ich fing an, mich zur Wehr zu setzen, was ich schon viel früher hätte tun sollen. Hätte tun müssen. Auch wenn er mir dadurch nur noch mehr Schmerz zufügte, erkannte ich allmählich einen kleinen Lichtblick. Letzten Endes habe ich mich von ihm lösen können. Ich konnte endlich wieder fühlen. Trotz des ganzen Leidens das Gute in der Welt sehen und den seichten Wind in meinen Haaren spüren. Die Wunden werden nie mehr heilen,
jedoch mit der Zeit verblassen und mich auf ewig an das erinnern, was mir bisher widerfuhr. Die Stimme fragte mich von Neuem, dieses Mal klar und deutlich, als stünde sie vor mir und nun endlich konnte ich sie verstehen. Was für ein Leben hätte ich geführt, hätte ich mich an jenem Tage, als ich mich für den einen Weg entschloss, doch für einen anderen entschieden.